In der Debatte um die Willensfreiheit unterscheidet man zwischen der Position des Kompatibilismus und des Inkompatibilismus. Kompatibilisten halten den Determinismus mit Willensfreiheit für vereinbar, kompatibel, Inkompatibilisten nicht. Was es mit diesem sogenannten Vereinbarkeitsproblem auf sich hat und welche Lösung der Kompatibilismus anbietet, erfährst du in diesem Video. In der Willensfreiheitsdebatte geht es zunächst um die begriffliche Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eine Entscheidung als frei angesehen werden kann. Damit man von Willensfreiheit sprechen kann, müssen 3 Prinzipien gelten: das Prinzip alternativer Möglichkeiten, das Autonomieprinzip und das Prinzip der Urheberschaft. Die Person hätte also auch eine andere Entscheidung treffen können. Es gab im Augenblick der Entscheidung Handlungsalternativen, die der handelnden Person zur Verfügung standen. Die Handlung hing nicht vollständig von äußeren Einflussfaktoren ab, sondern beruhte auf selbstbestimmten autonomen Grundsätzen. Die Entscheidung unterlag also der Kontrolle der Person und wurde beispielsweise nicht erzwungen. Zudem wurde die Entscheidung von der entscheidenden Person selbst getroffen. Aber sind diese Bedingungen in unserer Welt tatsächlich erfüllt? Es ist in der Philosophie heftig umstritten, wie die 3 Prinzipien der Willensfreiheit genau zu verstehen sind und ob diese Bedingungen erfüllt sein können, wenn der Determinismus wahr ist, wenn also ein Ereignis stets mit naturgesetzlicher Notwendigkeit auf ein anderes Ereignis folgt. Dieses Problem heißt Vereinbarkeitsproblem. Es geht nämlich um die Frage, ob sich Freiheit und Determiniertheit miteinander vereinbaren lassen oder nicht. Die Lehre der Vereinbarkeit heißt Kompatibilismus, die der Unvereinbarkeit Inkompatibilismus. Eine einfache Gegenüberstellung dieser beiden Positionen ist problematisch, denn Kompatibilisten und Inkompatibilisten vertreten häufig einen ganz unterschiedlichen Freiheitsbegriff. Der Libertarismus bejaht die Willensfreiheit und lehnt daher den Gedanken ab, dass unsere Welt vollständig determiniert ist. Der Determinismus vertritt die Ansicht, dass unsere Welt vollständig determiniert ist. Dementsprechend kann es laut dieser Position keine Willensfreiheit geben. Beide Positionen behaupten also, dass Willensfreiheit unvereinbar, inkompatibel mit dem Determinismus ist und vertreten damit die These des Inkompatibilismus. Inkompatibilisten, die der Meinung sind, dass es in unserer Welt freie Entscheidungen gibt und daher der Determinismus falsch sein muss, nennt man Libertarier. Berühmte Libertarier sind beispielsweise Roderick Chisholm, Robert Kane, Peter van Inwagen und Gerd Keil. Libertarier vertreten einen starken Begriff von Willensfreiheit. Für sie bedeutet Freiheit, dass man unter gegebenen Bedingungen auch anders hätte entscheiden können. Auch Verantwortung und Schuldfähigkeit sind ihrer Ansicht nach nur möglich, wenn es Willensfreiheit gibt. Ohne Willensfreiheit könnten Menschen für ihr Handeln nicht zur Verantwortung gezogen, gelobt oder getadelt werden. Inkompatibilisten, die der Meinung sind, dass der Determinismus wahr ist und es daher in unserer Welt keine freien Entscheidungen gibt, nennt man harte Deterministen. Berühmte harte Deterministen sind beispielsweise Pierre-Simon de Laplace, Paul-Henri d'Holbach, Gerhard Roth und Wolf Singer. Harte Deterministen verneinen die 3 genannten Bedingungen von Willensfreiheit, vor allem das Prinzip alternativer Möglichkeiten. Sie vertreten einen sehr schwachen Begriff von Freiheit. Ihrer Meinung nach sind Verantwortung und Schuldfähigkeit ebenfalls an Willensfreiheit gebunden. Da Deterministen jedoch Willensfreiheit im starken Sinn verneinen, halten sie Menschen im moralischen Sinn nicht für verantwortlich und schuldfähig. Die Strafe für Straftäter dient ihrer Ansicht nach lediglich dem Schutz der Gesellschaft. Der Kern des inkompatibilistischen Freiheitsbegriffs ist also das Prinzip alternativer Möglichkeiten. Eine Person ist dann willensfrei, wenn sie unter gegebenen Bedingungen so oder anders handeln kann. Libertarier bejahen diese Form von Freiheit, Deterministen verneinen, dass es sie gibt. Es gibt aber auch Philosophen, die meinen, dass Willensfreiheit auch in einer deterministischen Welt möglich ist. Eine solche Position nennt man Kompatibilismus. Der Kompatibilismus vertritt die These, dass Freiheit und Determinismus miteinander vereinbar kompatibel sind. Kompatibilisten bzw. weiche Deterministen sind davon überzeugt, dass es in unserer Welt freie Entscheidungen gibt, obwohl der Determinismus wahr ist. Berühmte Kompatibilisten sind beispielsweise David Hume, John Locke, George Edward Moore und Peter Beery.
Kompatibilisten vertreten jedoch häufig einen sehr schwachen Begriff von Freiheit. Sie sind der Auffassung, dass Verantwortung und Schuldfähigkeit nicht an Willensfreiheit im starken Sinn gebunden sind. Ein Willensentschluss ist laut Auffassung der meisten Kompatibilisten bereits dann frei, wenn er ohne Zwang und äußere Hindernisse zustande gekommen ist. Gehen wir einmal die 3 Prinzipien von Willensfreiheit gemeinsam durch und schauen uns an, was Kompatibilisten darunter jeweils verstehen. Das Prinzip alternativer Möglichkeiten besagt, dass jemand auch anders hätte entscheiden und handeln können. In der neueren Kompatibilismusdebatte geht es vor allem um die Klärung der Begriffe können und anders können. Teilweise wird von Kompatibilisten unter Freiheit ganz einfach Handlungsfreiheit und nicht Willensfreiheit verstanden. Mit können ist demnach tun können gemeint. Einige Philosophen wie Thomas Hobbes, David Hume und George Edward Moore vertreten die Ansicht, dass für unsere Freiheit allein entscheidend ist, das tun zu können, was wir tun wollen. Keine äußeren Zwänge hindern uns also daran, die gewollten Handlungen auszuführen. Eine solche Art von Freiheit nennt man Handlungsfreiheit, und es ist unbestritten, dass Handlungsfreiheit mit dem Determinismus vereinbar ist. Handlungsfreiheit umfasst aber nur einen Teil des Prinzips alternativer Möglichkeiten. Es fehlt der Aspekt des Entscheidenkönnens, also die Willensfreiheit. Für verantwortliches Handeln muss der Handelnde auch die Fähigkeit haben, seinen eigenen Willen zu bestimmen, welche seiner Motive, Wünsche und Überzeugungen handlungswirksam werden sollen. Ein Drogensüchtiger beispielsweise kann tun, was er will. Dennoch machen wir ihn nicht verantwortlich für sein Handeln. Er ist innerlich unfrei, unterliegt einem inneren Zwang. Ihm fehlt Willensfreiheit. Andere Kompatibilisten leugnen, dass anders handeln und sich anders entscheiden können eine notwendige Bedingung für Freiheit bzw. Verantwortlichkeit ist. Harry Frankfurt argumentiert beispielsweise, dass man auch dann für eine Entscheidung verantwortlich sein kann, wenn man sich nicht anders entscheiden kann. Das Autonomieprinzip besagt, dass die Handlung nicht vollständig von äußeren Einflussfaktoren abhängt, sondern auf selbstbestimmten autonomen Grundsätzen beruht. Es geht also darum, dass ich meine Entscheidungen und damit auch meine Handlungen kontrollieren kann. Diese Idee spielt in John Lockes Theorie der Willensfreiheit eine entscheidende Rolle. Laut Locke können wir, zumindest in vielen Fällen, vor einer Entscheidung innehalten und überlegen, was wir in der gegebenen Situation tun sollten. Wir können uns beispielsweise fragen, was moralisch richtig wäre oder was unseren eigenen Interessen am meisten nützen würde. Für Locke ist eine Voraussetzung von Willensfreiheit, vor dem Handeln innehalten und nachdenken zu können. Die zweite Voraussetzung ist, dass man dann dem Ergebnis der eigenen Überlegung gemäß entscheiden und entsprechend handeln kann. Eine willensfreie Person muss also erstens die Fähigkeit besitzen, vor dem Handeln innezuhalten und zu überlegen, und zweitens dem Ergebnis dieser Überlegung gemäß entscheiden und handeln können. Kompatibilistisch ist diese Position, weil die Entscheidungen und Handlungen einer Person mit kausaler Notwendigkeit dem Ergebnis ihrer Überlegungen folgen. Das ist aber laut Locke kein Mangel, sondern ein Vorzug unserer Natur. Denn niemand hat ein Interesse daran, etwas anderes zu tun als das, was er nach reiflicher Überlegung als richtig erkannt hat. Übertragen auf das Beispiel des Drogensüchtigen. Der Drogensüchtige muss sich selbst dann für die Drogen entscheiden, wenn er einsieht, dass diese seine Gesundheit zerstören werden. Ihm fehlt also die Fähigkeit, so zu entscheiden, wie es aufgrund seiner eigenen Überlegungen richtig wäre. Er kann zwar überlegen und einsehen, dass das, was er tut, ihm selbst schaden wird und es möglicherweise sogar unmoralisch ist. Doch diese Überlegungen und diese Einsicht haben keinen Einfluss auf seine Entscheidungen und Handlungen. Seine Entscheidungen und damit auch seine Handlungen werden durch Umstände determiniert, die durch rationale eigene Überlegungen nicht beeinflusst werden können. Auch in unserem Strafrecht ist die Fähigkeit zur Einsicht in das Unrecht der Tat und die Fähigkeit, dieser Einsicht gemäß zu handeln, entscheidend für die Schuldfähigkeit des Täters. Das Prinzip der Urheberschaft besagt, dass die Entscheidung von der entscheidenden Person selbst getroffen wurde. Doch was bedeutet es eigentlich, dass ich etwas tue, beziehungsweise dass ich eine Entscheidung treffe?
Eine kompatibilistische Antwort ist, dass ich eine bestimmte Handlung ausführe, wenn meine Wünsche und meine Entscheidungen zu dieser Handlung führen und dass ich etwas entscheide, wenn diese Entscheidung abhängig von meinen Wünschen, Überzeugungen und Überlegungen ist. Demnach bin ich auch dann der Urheber meiner Handlungen und Entscheidungen, wenn diese auf bestimmte Ereignisse zurückgehen, nämlich darauf, dass ich bestimmte Wünsche habe und bestimmte Entscheidungen treffe, beziehungsweise darauf, dass ich bestimmte Überlegungen anstelle. Wünsche und Überlegungen können auch dann meine Wünsche und Überlegungen sein, wenn sie determiniert sind. Also kann ich auch dann der Urheber einer Entscheidung sein, wenn sie von vorangegangenen Ereignissen kausal hervorgerufen wurde. Der Libertarier Peter van Inwagen übt mit seinem berühmten Konsequenzargument Kritik am Kompatibilismus. Seiner Ansicht nach ist der Determinismus unvereinbar mit der These, dass wir anders handeln können, als wir es tun. Also ist der Determinismus unvereinbar mit dem freien Willen. Das Argument lautet stark vereinfacht so: Wenn der Determinismus wahr ist, folgen unsere Handlungen aus Naturgesetzen und Ereignissen der fernen Vergangenheit. Es steht nicht in unserer Macht, die Naturgesetze oder die Ereignisse der fernen Vergangenheit zu ändern. Also stehen auch die kausalen Konsequenzen der Vergangenheit und der Naturgesetze nicht in unserer Macht, unsere eigenen Handlungen eingeschlossen. Van Inwagen vertritt als Libertarier die Auffassung, dass die Konklusion falsch ist. Daraus schließt er, dass die erste Prämisse, also der Determinismus, falsch ist. Man kann das Argument auch umdrehen und sagen, mein Handeln steht in meiner Macht. Dies ist bei Annahme des Determinismus nur möglich, wenn die Naturgesetze oder die Vergangenheit anders wären. Beides ist nicht möglich, also muss der Determinismus falsch sein. Das Argument leitet aus allgemein akzeptierten Prämissen eine Folgerung ab, die ein Kompatibilist zwar ablehnt, die er aber vernünftigerweise nicht ablehnen dürfte. Es handelt sich nämlich um ein gültiges Argument. Aus den beiden Prämissen folgt zwingend die Konklusion. Wenn er es dennoch tut, muss er eine der beiden Prämissen ablehnen. Die erste Prämisse ist nur eine Erläuterung oder eine direkte Konsequenz aus der These des Determinismus. Der Determinismus ist eine universale Behauptung über den Weltlauf. Unsere Handlungen sind Teil des Weltlaufs, also unterliegen auch sie der Determination durch Naturgesetze und Anfangsbedingungen. Die zweite Prämisse ist zweiteilig. Dass wir die Vergangenheit nicht ändern können, ist unumstritten. Dass wir die Naturgesetze nicht ändern können, sollte ebenfalls unumstritten sein, wenn man sich klar macht, was gemeint ist. Nach Van Inwagen ist gemeint, dass wir ein Naturgesetz nicht falsch machen können. Wir können zwar Gesetzeshypothesen als falsch erweisen, falsifizieren, doch niemand kann Wahres in Falsches verwandeln. Anders gesagt, was auch immer wir falsifizieren, es kann kein Naturgesetz gewesen sein, denn wir nennen nur wahre Aussagen Naturgesetze. Wenn also ein Kompatibilist die Konklusion ablehnt, kann er nur die erste Prämisse ablehnen und muss demnach den Determinismus verneinen. Was denkst du? Bietet der Kompatibilismus eine gute Lösung in der Debatte um die Willensfreiheit? Welche Position hat dich bislang am meisten überzeugt? Determinismus, Libertarismus oder Kompatibilismus? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet Lernset Freiheit, wichtige Begriffe kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!